Lukas, Lukas, wo bist du? Ich bin verloren. Wo ist das Brandenburger Tor? Diese Stadt ist so riesig. Die Straßen sind endlos. Hilfe, ich verstehe die Karte nicht. Hallo Anna. Atme tief ein. Hallo liebe Zuhörer. Hier ist der Learn German Podcast. Anna ist in Berlin. Sie sucht den Weg. Die Stadt ist sehr groß und kompliziert. Heute sprechen wir über die Stadt. Wir beschreiben meine Lieblingsstadt. Wir lernen wichtige Orte, Gebäude und Adjektive. Wir machen intensiv Shadowing. Ganz langsam. Bist du bereit, Anna? Ja, ich bin jetzt bereit. Ich liebe Berlin von ganzem Herzen. Wir lernen die Stadtbeschreibung. Schritt für Schritt. Wir lernen zuerst die Hauptwörter. Hör zu und sprich nach. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Die Großstadt. Die Großstadt. Die Großstadt. Die Großstadt. Die Lieblingsstadt. Die Lieblingsstadt. Die Lieblingsstadt. Die Lieblingsstadt. Das Zentrum. Das Zentrum. Das Zentrum. Das Zentrum. Die Innenstadt. Die Innenstadt. Die Innenstadt. Die Innenstadt. Wir machen Sätze mit den neuen Wörtern. Das ist meine Lieblingsstadt. Das ist meine Lieblingsstadt. Das ist meine Lieblingsstadt. Das ist meine Lieblingsstadt. Ich wohne im Zentrum. Ich wohne im Zentrum. Ich wohne im Zentrum. Ich wohne im Zentrum. Lukas, Berlin ist absolut nicht langweilig. Die Stadt ist sehr dynamisch. Es gibt so viele Kontraste hier. Ja, das stimmt. Wir lernen wichtige Adjektive. Schön, Schön. die Stadt ist schön. Die Stadt ist schön. Groß, Groß. die Stadt ist sehr groß. Die Stadt ist sehr groß. Alt, Alt. die Häuser sind alt. Die Häuser sind alt. Modern, Modern. Berlin ist sehr modern. Berlin ist sehr modern. Laut, Laut. die Straßen sind laut. Die Straßen sind laut. Ruhig, Ruhig. der Park ist ruhig. Der Park ist ruhig. Ich sehe jetzt einen großen Platz. Die Menschen sitzen draußen. Und dort drüben ist ein Café. Perfekt beobachtet. Wir lernen die Orte in der Innenstadt. Der Platz, Der Platz. der Marktplatz, Der Marktplatz.
Das Café. Das Café. Das Café. Das Café. Der Park. Der Park. Der Park. Der Park. Die Straße. Die Straße. Die Straße. Die Straße. Wir benutzen die wichtige Struktur es gibt. Es gibt einen Park. Es gibt einen Park. Es gibt einen großen Park. Es gibt einen großen Park. Es gibt viele Cafés. Es gibt viele Cafés. Es gibt viele gemütliche Cafés. Es gibt viele gemütliche Cafés. Lukas, hier ist ein gigantisches Museum und die Architektur der Kirche dort ist wunderschön. Ich möchte Fotos machen. Kultur in Deutschland ist faszinierend. Wir lernen das Wort Sehenswürdigkeit. 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 Die Sehenswürdigkeiten. Die Sehenswürdigkeiten. Das Museum. Das Museum. Das Museum. Das Museum. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche ist sehr alt. Die Kirche ist sehr alt. Das Hotel. Das Hotel. Das Hotel ist teuer. Das Hotel ist teuer. Man kann hier so viele Dinge tun. Ich sehe schicke Geschäfte und ein großes Kaufhaus. Ich will shoppen. Wir lernen nützliche Aktivitäten mit der Struktur man kann. Man kann. Man kann. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Man kann im Park spazieren gehen. Man kann im Park spazieren gehen. Einkaufen. Einkaufen. Man kann hier sehr gut einkaufen. Man kann hier sehr gut einkaufen. Essen gehen. Essen gehen. Man kann am Abend essen gehen. Man kann am Abend essen gehen. Lukas, mein Hotel ist weit weg von der Innenstadt. Wie fahren die Berliner jeden Tag? Das Netz ist fantastisch. Wir lernen die Transportmittel. Die U-Bahn. Die U-Bahn. Die U-Bahn. Die U-Bahn. Die Straßenbahn. Die Straßenbahn. Die Straßenbahn. Die Straßenbahn. Der Bus. Der Bus. Der Bus ist voll. Der Bus ist voll. Ich fahre mit der U-Bahn ins Zentrum. Ich fahre mit der U-Bahn ins Zentrum. Jetzt kommt das unschlagbare Grammatiktraining. Ich nenne die Stadt oder das Gebäude. Du sagst sofort den korrekten Artikel. Der, die oder das. Schnell. Stadt. Die Stadt. Zentrum.
Das Zentrum. Park, Der Park. Café, Das Café. Museum, Das Museum. Kirche, Die Kirche. U-Bahn, Die U-Bahn. Hotel, Das Hotel. Straße. Die Straße. Jetzt hören wir den Dialog. Kurze Fragen, präzise Antworten. Hör genau zu. Verstehst du alles? Hallo Anna. Was ist deine Lieblingsstadt? Hallo Lukas. Meine Lieblingsstadt ist Berlin. Wie ist die Stadt dort? Berlin ist sehr groß, ziemlich modern und absolut lebendig. Gibt es dort auch alte Häuser? Ja, im Zentrum gibt es viele historische Gebäude und wunderschöne alte Kirchen. Was gibt es für Orte zur Entspannung im Alltag? Es gibt viele grüne Parks und sehr gemütliche Cafés direkt am Fluss. Hat Berlin auch interessante Museen? Ja, es gibt viele weltberühmte Museen. Die Kultur ist einfach fantastisch. Was kann man dort am Wochenende machen? Man kann im großen Park spazieren gehen, einkaufen oder am Abend lecker essen gehen. Wie fährst du normalerweise durch die Stadt? Ich fahre meistens bequem mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn. Das klingt wirklich nach einer perfekten Stadt für eine Reise, Anna. Ja, ich liebe Berlin wirklich sehr. Es ist toll. Hervorragend gemacht. Das war eine sehr lebendige, ausführliche und strukturierte Episode. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Über Städte zu sprechen bringt Urlaubsstimmung und die kurzen Sätze waren perfekt für das Shadowing. Du kannst jetzt jede Stadt auf der Welt problemlos auf Deutsch beschreiben. Es gibt einen Park, das Gebäude ist alt, man kann wunderbar einkaufen. Hör diese Episode ganz oft an, um die Artikel und Adjektive perfekt einzuprägen. Schreibt euren eigenen Text über eure Lieblingsstadt auf Deutsch. Übung macht den Meister. Danke fürs Zuhören beim Learn German Podcast. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen, bis bald!